In diesem Video erzähle ich euch 6 Dinge, die ihr über Hefewasser wissen solltet. Auf meinem Kanal dreht sich ja alles um dieses Thema. Das heißt, wie man Hefe selber herstellt, man nennt es auch Hefewasser, Wildhefe oder wilde Hefe. Und wie das funktioniert und auf welche verschiedenen Arten man diese auch noch konservieren kann. Das habe ich euch ja schon mal in einigen Videos gezeigt. Und diese verlinke ich nochmal am Ende dieses Videos in einer passenden Playlist für euch. Letzte Woche ging es ja um 5 Dinge, die ihr über Sauerteig wissen solltet. Das verlinke ich euch ja auch nochmal oben rechts unter dem i. Dann könnt ihr euch das Video auch gerne nochmal anschauen. Aber starten wir jetzt mal mit dem Video und kommen direkt zur ersten Frage. Was ist der Unterschied zwischen Hefewasser und Essig? Nun ja, im Prinzip wissen wir ja schon, wie Hefewasser geht. Das heißt, Hefewasser ist die Vermehrung der schon in der Luft, Wasser und dem jeweiligen Anstellgut vorhandenen Hefekulturen. Die werden dann mit Zucker gefüttert oder Sirup, Honig, was auch immer ihr da habt, um sich dann zu vermehren. Dabei entsteht Kohlensäure und Alkohol. Soweit so unspektakulär. Als Grundlage für die Essigherstellung können alkoholhaltige Flüssigkeiten, beispielsweise Wein, Apfelmost, Bier, Reiswein, auch Malzsud oder zuckerhaltige Flüssigkeiten wie Traubensaft, beispielsweise für den Aceto Balsamico di Modena dienen. Überwiegend jedoch wird Essig aus verdünntem, reinen destillierten Alkohol, dem sogenannten Agraralkohol, oder aus Verarbeitungswein in Form des sogenannten White Vinegar hergestellt. Aus destilliertem Alkohol, der gewonnene Essig daraus, wird Branntweinessig genannt. Für die Herstellung von Malzessig wird zunächst eine Getreidemeische vorzugsweise aus gemälzter Gerste geschrotet und diese dann mit heißem Wasser vermischt. Der Vorgang wird oft als Essigsäuregärung bezeichnet. Die korrektere Bezeichnung wäre jedoch eine Fermentation. Ähnlich wie bei unserem Sauerkraut zum Beispiel. Es ist eine teilweise Veratmung, da dabei Sauerstoff aus der Luft nötig ist, im Gegensatz zur alkoholischen Gärung. Daher kann Essig nicht in geschlossenen, ungelüfteten Behältern produziert werden. Das wisst ihr ja vielleicht, die sind dann immer in so großen Trögen. Bei Wein sind sie ja dann in Fässern. Für die Herstellung gibt es verschiedene Verfahren. Wenn euch das mal interessiert, ich habe euch hier diesen Wikipedia-Bericht nochmal unten unter diesem Video verlinkt. Kommen wir zur zweiten Frage. Aus was kann Hefewasser hergestellt werden? Das ist eine ganz wichtige Frage, denn viele machen ja das immer aus Datteln oder Rosinen. Ich habe euch schon mal gezeigt, dass man das sogar aus Brotresten oder auch mit Dinkelkörnern machen kann. Auch ganz gerne genommen hier bei mir ist jetzt auch die Tomate. Das klappt irgendwie immer gut und es ist so ein schöner, fruchtiger Geruch, aber trotzdem immer noch dieser Tomatengeschmack mit dabei. Hefewasser kann generell aus jeglichem Obst und Gemüse hergestellt werden. Wichtig ist nur, dass die Hefekulturen vorher genügend Zeit hatten, sich auf dem Anstellgut anzusiedeln. Diese befinden sich ja überall. Vorhin hatte ich ja schon gesagt, in der Luft und im Wasser. Und die sich in der Luft befinden, setzen sich dann auf dem Anstellgut an. So, und das heißt, wenn ihr es vorher wascht, lasst es genügend lange stehen. Körner, Kräuter und Brotreste eignen sich auch hervorragend zum Herstellen der eigenen Hefe. Und bei einigen Dingen müsst ihr aber beachten, dass die Duftentwicklung sehr stark sein kann und sich das auch auf das spätere Gebäck auswirken kann. Hier habe ich schon mal die Erfahrung mit Knoblauch und aber vor allem Lavendel gemacht. Das Knoblauch-Hefewasser war jetzt noch nicht so bombastisch, das probiere ich ja aber demnächst nochmal aus. Beim Lavendel-Hefewasser habe ich das Fristich-Dummbrot gebacken. Verlinke ich dir nochmal oben rechts unter dem i. Da habe ich ja 3 Brote mitgemacht und tatsächlich, ich habe mir das so schön vorgestellt, Lavendel, vielleicht später nochmal mit so einem Baguette oder so. Aber das Brot war tatsächlich fast nicht zu genießen, weil das so stark diese Öle, ausgedünstet hat. Also probiert es gerne mal selber aus oder vielleicht irgendwelche Gegenspieler noch mit dazu, wenn ihr das mischt mit irgendwelchen anderen Dingen. Wenn ihr da wirklich eine tolle Lösung habt, ich bin da sehr dankbar für. Ich habe nämlich noch einige Lavendelblüten da. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Wildhefe und Bierhefe? Das ist jetzt die dritte Frage
Und das habe ich schon häufig unter einigen Kommentaren gelesen. Nicht hier bei meinem Kanal, aber wenn ich mal bei anderen stöber und da so ein paar Antworten noch gebe. Das wird sehr häufig gefragt. Ich kann sehr empfehlen, nicht damit extra Alkohol zu brauen oder zu versuchen zu brauen, sondern man kann es sogar stattdessen trinken. Mein Mann macht es tatsächlich ganz gerne, wenn er mal Lust auf etwas Alkoholisches, Frisches hat und wir haben nichts im Hause, dann nimmt er sich dann gerne mal so ein ganz schön gekühltes Hefewasser. Entweder, wenn ich eins mit Datteln dort habe oder mit Dinkelkörnern, das schmeckt ihm besonders gut. Und um auf die Frage zurückzukehren, die beste Temperatur bei der Wildhefe zur Gärung liegt bei etwa 32 Grad. Warum das wichtig ist, da komme ich gleich zu. Und wenn ihr die wilde Hefe vermehren wollt, sind 28 Grad optimal. Und bei guter Nährstoff- und Sauerstoffversorgung verdoppelt sich die Hefemasse in ungefähr 2 Stunden. Der Zuwachs ist also da bedeutend langsamer als bei vielen anderen Bakterienarten. Und wenn ihr es anaerob macht, also die Gärung verläuft ohne Sauerstoff, dann ist es sogar noch erheblich langsamer. Das kann ich euch empfehlen, wenn ihr noch so einen kleinen Rest habt. Das verschließt ihr einfach luftdicht, packt es in den Kühlschrank und auch nochmal durch die niedrige Temperatur stagniert es dann so. Wenn wir jetzt aber zu den Weinhefen zum Beispiel kommen, die gären meistens im Temperaturbereich von ca. 15 bis 30 Grad Celsius. Zur Erinnerung, Hefe, die normale Backhefe 32 Grad, Weinhefen bei 15 bis 30 Grad. Die volle Leistung entfalten sie meist erst ab Temperaturen oberhalb von 20 Grad und es gibt aber auch Kaltgärhefen, die gären bei Temperaturen ab ca. 6 Grad Celsius, wobei bei tiefen Temperaturen niedrigere Alkoholgehalte als bei Temperaturen oberhalb 20 Grad erzielt werden können. Bierhefen vertragen meistens tiefere Temperaturen als Weinhefen. Und übrigens, auch noch nett zu wissen, Hefen erzeugen bei der Gärung nicht nur Alkohol, sondern auch diverse Nebenprodukte, Glycerin und verschiedene Aromastoffe wie Ester und Phenole. Hier gibt es aber deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Hefestämmen. Das heißt, es kommt immer darauf an, welcher Hefestamm das jetzt gerade ist. Kommen wir schon zur 4. Frage. Die Halbzeit ist rum. Was ist besonders wichtig für die Hefe? Nun ja, wie wir gerade festgestellt haben, die Temperatur ist für Hefe besonders wichtig. Über 45 Grad Celsius beginnt Backhefe abzusterben. Deswegen mache ich das zum Beispiel so. Ich habe ja eine Küchenmaschine, wie einige von euch wissen, und manchmal temperiere ich die mal so ein bisschen. Wenn ich einen Teig habe und das Gefühl habe, das wird dadurch ein bisschen schneller. Falls ihr dazu mal einen Test haben wollt, schreibt es mir gerne unter die Kommentare. Und dann mache ich es aber immer so, dass ich das nicht auf 40 oder 45 Grad temperiere, sondern auf 35. Ich habe nämlich immer ein bisschen die Befürchtung, falls das von der Temperatur her nicht ganz stimmt, das habe ich ja schon mal beim Frittieren festgestellt, dann habe ich die Befürchtung, dass es einfach zu heiß wird, weil ich ja auch ein Metallgefäß habe. Und ich möchte einfach nicht, dass der Teig deswegen nicht aufgeht. Daher mache ich das zum Beispiel immer auf 35 Grad, um hier auch wirklich sicher zu gehen, dass es nicht zu heiß wird. Backhefe gilt als anaerob. Das bedeutet, die Energiegewinnung kann sowohl aerob mit Sauerstoff in Form der Zellatmung als auch durch Gärung erfolgen, also ohne Sauerstoff. Die Backhefe verwendet für ihren Energiestoffwechsel als Ausgangsstoffe fast ausschließlich Mono- und Disaccharide, also diesen Zucker, den wir dann hinzugeben. Das heißt, durch den Teelöffel, den wir dann beim Hefewasser hinzufügen, tun wir ihm was Gutes und daher zieht er seine Energie. Langkettige Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Stärke, die können dagegen nicht verwertet werden. Der Hefe fehlen einfach die notwendigen Amylasen dafür. Und Ausscheidungsprodukte sind im Wesentlichen der Kohlenstoffdioxid, daher geht der Teig auf. Das ist aus der Atmung und Ethanol aus der Gärung. Das Mengenverhältnis der Produkte ist davon abhängig, ob die Umgebung, in der die Hefe wächst, Sauerstoff enthält oder nicht, sowie von der Zuckerkonzentration im Medium. Das heißt, wenn ihr Teige habt, wo viel Zucker drin ist, dann entsprechend mehr Kohlenstoffdioxid. Bei der Produktion von Alkohol und der Verwendung als Triebmittel beim Backen
ist der anaerobe Stoffwechsel entscheidend. Und wenn der Backhefe kein Zucker mehr zur Verfügung steht, dann wird unter Sauerstoff enthaltenen Bedingungen als Energiequelle die Oxidation des vorher selbst produzierten Ethanols mit Sauerstoff benutzt. Das heißt, auf diese Weise kann sich die Hefe weiter vermehren, solange keine Hemmung durch zu große Ethanolkonzentration oder eine Begrenzung durch den Mangel an anderen Nährstoffen, also Phosphaten oder Aminosäuren, vorliegt. Das muss man sich ein bisschen häufiger durchlesen, damit man es auch wirklich versteht. Ihr könnt euch das Video ja noch ein paar Mal anhören. So, kommen wir aber schon mal zur vorletzten Frage. Das habe ich auch schon häufiger gestellt bekommen. Und zwar schreiben mir manche, warum ist mein Hefewasser so Geleeartig? Tatsächlich gibt es ganz viele Anleitungen zur Herstellung von Hefewasser, bei denen 50 Gramm Zucker auf 500 Milliliter Flüssigkeit verwendet werden. Das hilft zwar, dass die wilde Hefe schnell anspringt, aber mit der Zeit kann dies auch dazu führen, dass das Hefewasser geleeartig wird. Auch bei sehr stark zuckerhaltigen Früchten wie Datteln ist dies der Fall. Aus diesem Grund füge ich bei 500 bis 1000 Milliliter Wasser immer nur einen Teelöffel hinzu. Das bewirkt eine geringere Schäumung, aber die Hefe wächst im ausreichenden Maße. Und sollte es also bei dir zu dem geleeartigen Hefewasser kommen, ist dies kein Grund zur Sorge. Nimm einfach beim nächsten Mal weniger Zucker und gehe wie immer vor. Dazu benötigst du bei der Verlängerung 50 bis 100 Milliliter des bisherigen Hefewassers und gibst dann 2 bis 3 Esslöffel deines neuen Anstellgutes hinzu. Egal, was du dann da verwendest. Außerdem kommen dann noch 500 bis 1000 Milliliter stilles Wasser hinzu. Wenn ihr Leitungswasser nehmt, dann achtet darauf, je nachdem, in welchem Land ihr lebt, dass es kein Chlor enthält. In den meisten Fällen jetzt in Deutschland müsst ihr euch keine Gedanken machen, da probiert euch aber auch nochmal aus oder fragt bei eurem Wasserwerk nach. So, und die letzte Frage finde ich sehr, sehr wichtig, denn auch ich lerne immer mal wieder. Hefewasser hat mir wirklich viel beigebracht und auch nach so vielen Jahren, die ich es herstelle, lerne ich noch dazu. Bei der letzten Frage geht es darum, muss ich bei Hefewasser einen Vorteig erstellen? Tja, sogar ich habe früher mein Gebäck mit Hefewasser anders hergestellt als jetzt. Das könnt ihr auch bei älteren Videos sehen. Ich habe die wilde Hefe für einige Stunden mit dem Zucker vermengt und gedacht, dadurch würde es schneller und einfacher gehen. Doch ein Vorteig bei der Arbeit mit Hefewasser ist meiner Erfahrung nach nicht notwendig, wenn ihr wollt, dass es schneller geht. Ebenso nicht, dass ihr die Hefe vorher mit Wasser ansetzt. Tatsächlich kursieren ja Informationen herum, dass man einen Vorteig zum Beispiel für Süßes und einen für Herzhaftes vorbereiten sollte und diese dann im Kühlschrank lagert. Dieser Vorteig wird dann hergestellt und 12 Stunden stehen gelassen und danach kommt er, wie gesagt, in den Kühlschrank und wird dann rausgeholt zur Benutzung. Und wenn ihr ihn dann aber verwenden möchtet, muss er vorher erst Raumtemperatur annehmen. Und wenn ihr wollt, können wir gerne mal den Beweis antreten. Schreibt es mir in die Kommentare und ich werde euch das gerne mal ausprobieren bzw. für euch austesten. Und bis dahin könnt ihr euch gerne an meine Rezepte halten und wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir auch gerne auf. Ich helfe euch immer gerne weiter. Ich fahre tatsächlich am besten so, dass ich alle Zutaten immer gleich miteinander vermische und direkt weiterarbeite. Manchmal ist ein Vorteig vielleicht vonnöten, wenn es um ein Brot geht. Das hat aber einfach was mit der Konsistenz bzw. der längeren Haltung was zu tun und nicht aber, weil es dann schneller geht. Und auf dem Bildschirm seht ihr jetzt noch viele weitere Videos, die euch sicherlich gefallen werden. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und natürlich Nachbacken. Eure Emma.